Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius weiht heute das neue maritime taktische Hauptquartier der NATO in Rostock ein. Das neue Hauptquartier wird durch einen deutschen Admiral geführt. Es soll dem Bündnis um die Uhr ein aktuelles maritimes Lagebild des Ostseeraums zur Verfügung stellen. Pistorius hat sich vor wenigen Minuten zu dem neuen NATO-Quartier geäußert und wir hören rein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Admiral Heisch, das neue regionale Führungskommando des Commander Task Force Baltic ist aufgestellt. Vielen Dank an alle Verantwortlichen hier vor Ort für die feierliche Zeremonie. Für die maritime Sicherheit hier im Ostseeraum ist CTF Baltic von unschätzbarem Wert. Und es ist kein NATO-Hauptquartier, es ist ein nationales Hauptquartier mit multinationaler Beteiligung. Unter anderem, aber nicht nur, alle Ostseeanrainer und darüber hinaus viele andere Partner. Was leistet dieses Kommando hier in Rostock? Zunächst will ich noch mal vorweg schicken, dass die Entscheidung, dieses Kommando hier einzurichten, erst wenige Monate alt ist. Hier wurde also ganze Arbeit geleistet bis heute und sie wird fortdauern. Dieses Kommando wird die Aktivitäten aller Partner in der Ostsee koordinieren. Es plant gemeinsame Übungen. Es führt in Frieden, Krise und Krieg die Operation von Seestreitkräften. Alle diese Aufgaben werden maßgeblich durch unsere Marine gestaltet. Wir führen dieses Kommando vorerst für ein paar Jahre, circa 4. Danach werden wir mit Polen und Schweden rotieren. Polen und Schweden haben dazu ihre verbindliche Bereitschaft erklärt. Warum brauchen wir mehr maritime Sicherheit? Die letzten Jahre haben uns mehr als eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig der Ostseeraum ist, aber auch wie gefährdet. Hier verlaufen maritime Lebensadern, die Wachstum und Wohlstand sichern, Kommunikation, Energie. Hier wird Seehandel betrieben, von dessen Dynamik unsere Volkswirtschaften in hohem Maße abhängig sind. Hier besteht maritime Infrastruktur und sie wächst gerade hier in Rostock. Und diese ist für unsere Kommunikation, für die digitale Vernetzung, aber auch für die Energiesicherheit unverzichtbar. Wir erleben das jeden Tag. Warum erleben wir das jeden Tag? Mit welchem Bedrohungspotenzial haben wir es zu tun? Es geht darum, diese maritimen Lebensadern zu schützen. Die Sicherheit im Ostseeraum ist eben nicht mehr selbstverständlich. Im Gegenteil, sie wird nahezu täglich durch Russland herausgefordert. Ich will Ihnen einige Beispiele nennen. Immer häufiger sehen wir russische Luftstreitkräfte, die sich nicht an die anerkannten Regeln im Luftverkehr halten. Sie provozieren und verletzen bewusst und willentlich unseren Luftraum und den unserer Partner. Wir beobachten russische Forschungsschiffe, die sich verdächtig nah an unserer Infrastruktur heranbewegen. An den Knotenpunkten unserer digitalen Infrastruktur, an Pipelines, an Windparks. Und wir verfolgen mit Sorge, wie Kaliningrad zur schwer bewaffneten Bastion ausgebaut wird. Mit Hunderten Raketen, die auf die Hauptstädte Europas gerichtet werden und diese eben auch erreichen können. Auf diese Bedrohung reagieren wir ganz entschieden und nicht erst seit heute. Wir übernehmen als Rahmennation Führungsverantwortung hier im Kommando in Rostock. Die deutsche Marine stellt dafür die Infrastruktur und ihre beachtliche maritime Kompetenz des Marinekommandos zur Verfügung. Mit Konteradmiral Heisch wird ein deutscher Admiral die Rolle des ersten Commander Task Force Baltic übernehmen mit seinem Führungsstab von DU MAFOR. Sie haben breite Erfahrung in der Führung maritimer Operationen, Erfahrung, die derzeit durch 27 Soldatinnen und Soldaten aus unseren Partnernationen bereichert und erweitert wird. Soweit also der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der auch noch einmal die steigenden Provokationen von Russlands Seite ansprach. Man merkt bei der Ampelkoalition immer mehr, wie viel Fokus auf die Bundeswehr und auch die Wiederinstandsetzung dieser gelegt wird und die Wichtigkeit eine andere Rolle bekommt. Boris Pistorius hat sich hier aus Rostock geäußert.